Letzten Dienstag war es soweit und Unbound bekam sein Update Volume 3. Und ja, bevor wir reingehen, ich bin natürlich rein und hab geguckt, wie spielt sich das, wie ist das so, aber vorher muss ich mal fragen, was ist das denn? Also du musst mal überlegen, da kommt ein Update und die wissen ja auch, dass Unbound nicht so gut läuft momentan. Ne? Die müssen also Content ballern ohne Ende. Und dann kommen die hier ernsthaft mit Paketen, die kostenpflichtig sind. Wo dann, also, naja, ich weiß ja nicht, ne? Ist ja jedem dann seine so, ne? Aber ich finde, da ist für das Geld nicht viel drin. Das ist teilweise Schmock, den man nicht braucht. Die Autos sind ja nicht neu, die sind einfach nur irgendwie getuned. Aber da sich Unbound teilweise größtenteils auch darum dreht, Autos selbst zu tunen, finde ich das ein bisschen unnötig. Weil interessiert mich da irgend so eine Special Edition mit irgendeinem Design, wenn ich das Auto selber kaufen und tunen kann. Also wenn es nagelneue Autos wären, die man sonst nicht kriegt, wäre ich ja noch dabei. Aber so sehe ich da wieder nur EA Money. Money. Aber naja, gut, bleibt jedem selbst überlassen, ob er da sein Geld verbrennt. Ich finde es unnötig, ehrlich gesagt. Also ich habe es mir jetzt auch nicht geholt, die Pakete, auch nicht, um sie zu zeigen, weil wie gesagt, also da investiere ich kein Geld rein, anbauend, hat schon genug gebaut, ne, läuft halt nicht gut. Und dann kommen die da mit so ein paar Paketen um die Ecke. Also nee, danke, das ist das Geld auch nicht wert. Ne? Ich meine, muss man sich nicht drüber beschweren. Forza fängt ja mittlerweile auch wieder an, die hauen da auch ein Autopaket raus, was auf einmal kostet, was früher immer umsonst war, aber hey, wer weiß, was da los ist. Gehen wir mal rein da. Ja, ich bin direkt mal zu so einem Link abgefahren. Ja, und Überraschung, Überraschung, es macht Spaß. Das ist gar nicht mal so übel. Ne, man hat endlich, oder die haben es endlich geschafft, mal die Spieler zusammenzutreiben, weil man kennt sonst immer alle kreuz und quer verstreut, man sieht die fast nie. Und jetzt sind die halt alle zusammen da. Das ist ein bisschen wie Forza Arcade aus Forza Horizon halt, ne? Ein bisschen abgekupfert, aber ist auch egal. Ja, du musst da viele verschiedene Dinge machen. Setzt dein Nitro oft ein oder spring durch die Luft oder drifte durch Fässer oder drifte allgemein oder ramme Polizeifahrzeuge, fahr in den Windschatten, fahr durch Speedtraps, flieg durch irgendwelche Lufttore und so. Also ist schon ganz cool, feiere ich auf jeden Fall. Was allerdings negativ auffällt, ganz schnell, ist der Schaden natürlich. Ne? Die Karren gehen da relativ schnell kaputt. Ist jetzt nicht so schlimm, weil wenn dein Wagen Totalschaden erleidet, verlierst du irgendwie Minuspunkte. Du machst mit irgendwas Minuspunkte. Keine Ahnung, wie genau sich das darauf bezieht. Aber stört nicht extrem, auf jeden Fall. Ja, allerdings wird einem auch ganz schnell wieder bewusst, wie beschissen das Handling eigentlich ist in dem Spiel. Weil die Autos sich halt teilweise echt vercrackt verhalten. Aber ansonsten ist dieser Link-Up-Modus ganz cool. Also ich finde ihn gut. Ich habe, glaube ich, insgesamt 6, 7, 8 Runden gespielt, bis ich dann keinen Bock mehr hatte. Also das geht eigentlich schon ganz klar. Ja, der Speedpass, der ist, ja, mein Gott, er ist einfach da. Er existiert, ansonsten interessiert er eigentlich nicht. Die Freischaltungen sind, naja, irgendwelche Emotes oder Kleidungsstücke oder Posen und so, also nichts Besonderes. Ab einer bestimmten, ich glaube, Stufe 50 oder so kriegst du halt ein Auto freigeschaltet, aber eine Viper, glaube ich, aber ist auch nicht neu, hat einfach nur ein Special Design und, ja, lohnt sich nicht wirklich. Also da müssten mal, wenn ihr das nicht unbedingt haben wollt, ist das eigentlich unnötig. Da muss man nicht drauf schwitzen, so, ne? Aber wenn man es öfter als jetzt spielt, dann macht sich das ja eh von alleine. Und was mir auch positiv aufgefallen ist, es gibt echt gut Cash. Die Challenges bringen natürlich extra Money noch, ne? Die man machen kann, aber diese Link-Up-Dinger, wenn man die gut macht, also die Zusammenarbeit mit den Randoms oder deiner Crew gut funktioniert, kann man bis über 100.000 Dollars da rausholen. Muss natürlich die Polizei noch abhängen, damit du das Geld bekommst. Aber ja, das ist eigentlich eine ganz angenehme Auszahlung, finde ich. Natürlich sind auch sonst noch ein paar Autos dazugekommen, wie zum Beispiel ja, der Nissan Skyline R32. Und in der Einmeldung stand, pass gut auf Eddies Wagen auf oder so. Und jetzt frage ich mich, was für ein Eddie meinen die eigentlich? Ich hoffe ja wohl nicht, dass die Eddie aus Underground 1 meinen. Wenn ja, müsste ich fragen, ob die irgendwie Lack gesoffen haben, ob die nicht mehr alles stramm haben, denn Eddie hat halt ein R34 gefahren mit dem Eastsider Design, ne? Ich weiß nicht genau, worauf sich Eddie bezieht. Also irgendwas ist da nicht richtig. Vielleicht ist dann auch die Hitze zu Kopf gestiegen. Ist ja echt warm momentan so.
Hier zumindest gerade, wo ich hier aufnehme. Ich bin nur am Ölen. Aber Eddie, R32, habe ich irgendwas verpasst vielleicht? Keine Ahnung, aber naja, gut, ne? Das Hintergrundwissen scheint bei den Entwicklern nicht so stabil zu sein. Und da wundert man sich, warum kein Remaster kommt oder so. Die haben wahrscheinlich schon vergessen, dass es Underground und Most Wanted und so gab. Also Eddie, R32, alles klar, Meister. Natürlich habe ich aber auch einmal die Drift-Events ausprobiert. An sich, ja, okay, sind halt Drift-Events, läuft ganz gut. Man kann da halt mit den anderen Spielern hoch und runter driften. Das Problem ist halt beim Driften in Anbauen, dass die Autos sich benehmen wie die letzten, weiß ich nicht. Also wirklich absolut schrecklich ist das Fahrverhalten. Wirklich Driften, also ne, mit Driften hat das für mich nichts mehr zu tun. Es ist wirklich so ein Krampf mit den Autos. Die haben entweder gefühlt haben die zu viel Grip und so weiter. Die fahren sich halt maximal kacke irgendwie. Und es ist halt sehr schwer, da einen vernünftigen Wagen zu tunen, der sich richtig gut fährt, wie der RX-7 in Heat zum Beispiel. In Need for Speed Heat konnte man mit Dragreifen und so weiter den RX-7 zu einem guten Drifter machen. Da hat sich das auch vernünftig und flüssig angefühlt, aber hier ist dann irgendwie so ein hin und her gekrüppelt. Das sieht aus wie aus Tokyo Drift, da die Szene mit dem Silvia, wo der gegen die ganzen Wände knallt. Also, ja, ist schwierig. Muss man, ne? Ich habe mich da jetzt auch noch nicht mit beschäftigt, großartig, weil ich da halt nicht so das Interesse auch daran habe, jetzt hier rumzudriften. Da spiele ich andere Spiele. Ja, Driftmodus auch okay soweit, aber, ja. Da muss man dann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich denke mal, es wird schon ein paar Autos geben, die man ganz gut zum Driften kriegt, ne? Nur wie gesagt, jetzt hier, als ich ihn ausprobiert habe, hatte ich jetzt halt keine besonderen Autos. Selbst der Mietwagen, der zum Driften da war, den habe ich hier ausprobiert und naja, okay. Ist jetzt nicht total schaden, aber auch nicht so, wie ich mir das vorstellen würde, aber ist okay. Kommt am Ende ja natürlich auch darauf an, ob es einem gefällt oder nicht so, ne? Jeder Geschmack ist anders. Wie gesagt, ich bin andere Spiele gewohnt, da ist das Driften wesentlich krasser. Aber okay, im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Update ist jetzt natürlich nicht der Überburner, ne? Aber ein kompletter Totalschaden ist es jetzt auch nicht. Wie gesagt, dieser Link-Up-Modus und so ist schon ganz cool. Bringt ein bisschen mehr Action in das Ganze. Und ja, wie gesagt, diese Autopakete für Geld, da fühle ich überhaupt nicht. Ne? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet. So, ja, geil, ich zahle da auf jeden Fall, macht Bock. Ich sehe da halt keinen Mehrwert. So, das sind halt ein paar Autos, die man sich auch so kaufen kann. Ne? Der Mustang von 2015, der ist jetzt halt auch nichts super Besonderes. Ne? Also ich finde, da ist schon ein bisschen, da ist wieder EA. So, ja, Geld, wir wollen nur Geld. So, weißt du. Nee, da hätte ich jetzt eher gefühlt, also wenn sie schon Geld wollen für ein Autopaket, dann vielleicht ein Autopaket mit 10 oder 15 nagelneuen Autos für einen 5er oder 10er. So, 10er ist auch schon viel gefühlt, wenn du überlegst, wie viele Spiele ihre Autos gratis reinbringen, ne? Aber ja, bleibt jedem selbst überlassen am Ende, ne? Ja, im Großen und Ganzen also nicht schlecht. Ne, bleibt abzuwarten, was jetzt in Zukunft noch kommt. Ich finde es schon einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, wie gesagt. Bleibt abzuwarten, kann man hoffen, dass die in Zukunft noch mehr Content bringen und das Ganze ein bisschen spielwerter machen. Vielleicht sich noch mal ein bisschen mehr auf Playlists und so konzentrieren. Vielleicht wirklich einen Editor reinbringen oder so. Und ja, wollen wir mal hoffen, dass sie nicht noch mehr Pakete reinhauen und das Spiel dann zu so einem, weiß ich nicht, wenn das alles zusammenrechnest, bist du dann irgendwann bei keine Ahnung was für Summen, dann ist das Spiel am Ende dann nicht wert. In meinen Augen zumindest. Ne? Die Palace Edition war ja schon der Scam des Jahres mit den Autos, die du dann trotzdem erst freischalten und dann noch kaufen musstest und so weiter. Ja, finde ich halt keine geile Politik, aber ist halt EA, ne? Was beschweren wir uns, so kennen wir sie, ne? Haben sie wohl Lunte gerochen damals mit dem McLaren für 5 Euro. Naja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Update findet. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Glaubt ihr, da wird jetzt nur noch Besseres kommen? Oder glaubt ihr, ja, das war zwar nicht schlecht, aber auf Dauer, glaube ich, ist das trotzdem nichts. Aber eins muss ich sagen, ich spreche das jetzt nochmal ein paar Tage später ein. Ich habe jetzt neulich noch gestreamt und ich muss sagen, wirklich, es macht wirklich Laune. Also wirklich, diese Link-Ups sind wirklich gut geworden. Ich habe tatsächlich Bock auf Unbound. Und ich habe mir auch einen Driftwagen jetzt zusammengebaut, der fährt sich auch richtig geil. Da machen auch die Link-Ups mehr Bock. Wirklich, der Wagen fährt sich so viel besser mit den Einstellungen, die ich da jetzt habe, als sonst die normalen Autos, die da ewig mit ihrem Grip Probleme haben und so weiter. Da werde ich irgendwann mal ein Video zu machen. Und was aber auch krass ist, was ich da noch feststellen musste, was richtig nervig ist, sind diese Crash-Animationen. Ich meine, guckt euch die Clips an, wie lost du teilweise, die
tippen dich da nur an, gefühlt die Autos. Eine kleine Schramme und du fliegst da durch die Gegend. Oder du spawnst und der Wagen dreht sich wie von Geistern auch nochmal um. Also wirklich, das ist, also nee, Digga, also das müssen die unbedingt patchen. Das ist so eine unnötige Kacke. Also wirklich, da kann man drauf verzichten. Das ist auch nicht cool oder sonst was, das nervt einfach nur. Aber naja. Ich bin dann mal raus an der Stelle, freue mich auf eure Meinung. Like und Abo nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ciao, tschüss und auf Wiedersehen.